Gestern sind wir in Barstow, Kalifornien angekommen. Zum Sightseeing hatten wir aber keine Lust mehr. Dass wir zu einem echt guten Preis ein beinahe Luxushotel gebucht hatten, ist uns erst im Zimmer so richtig bewusst geworden. Wow. Also das California in Barstow ist eine echte Empfehlung. Ich habe gedacht, das ist hier so ein Nach kleines einer Kaff, Weile rechts abbiegen. so wie Shamrock oder wie sowas, weißt du? Nee, Barstow ist schon ein bisschen größer. Ja, hätte ich gar nicht gedacht. Die Geschichte von Barstow reicht zurück bis in die Zeiten des Wilden Westens, als die Gegend von Pionieren und Goldsuchern besiedelt wurde. Die Stadt spielte eine bedeutende Rolle während des Baus der First Transcontinental Railroad, da hier im Jahr 1883 die Eisenbahnlinien der Southern Pacific Railroad und der Atchison, Topeka und Santa Fe Railway zusammenkamen. Wir machen natürlich erstmal unser übliches morgendliches Sightseeing. Wir fahren durch Barstow, uns begegnen immer wieder Murals, diese Wandgemälde. Wirklich sehenswert. Unser erster Halt ist dann Roy's Café. Ja, genau wie das gestern in Amboy, aber in kleiner und auch nur dadurch inspiriert. Da das Gebäude damals auch Okura gehörte, durfte das Schild wie am Original aufgestellt werden. Und dann geht es zum Bahnhof. Hier steht nämlich noch eines der berühmten Harvey Houses, das wollen wir uns ansehen. Das Harvey House Konzept wurde von Fred Harvey entwickelt, einem Unternehmer, der sich darauf spezialisiert hatte, qualitativ hochwertige Mahlzeiten und Unterkünfte für Reisende anzubieten. Die Restaurants in den Harvey Houses waren bekannt für ihre erstklassige Küche und den hervorragenden Service. Harvey beschäftigte übrigens ausschließlich weiße und unverheiratete junge Frauen als Bedienung, die sogenannten Harvey Girls. Wohlerzogen, alleinstehend, ein guter Charakter und Attraktivität wurden verlangt, das Alter lag zwischen 18 und 30 Jahren. Die Harvey Girls unterlagen ab 22 Uhr einer Ausgangssperre. Die Kleidung war vorgeschrieben, schwarz-weiß gestärkte Uniform mit einem langen Rock, undurchsichtige schwarze Strümpfe und schwarze Schuhe. Die Haare wurden zusammengebunden und Make-up war verboten. Erfüllte man alle Voraussetzungen, durfte man dort für 18,50 $ im Monat arbeiten. Kost und Logis waren frei. Für damalige Verhältnisse ein sehr guter Lohn. Heute noch sind die ehemaligen Harvey Girls übrigens gut angesehen und stehen für Werte, an denen es in der heutigen Zeit vielleicht eher doch mangelt: Benehmen und Bildung. Das Harvey House in Barstow wurde 1911 erbaut. Reisende, die auf dem Weg zwischen Chicago und Los Angeles waren, konnten hier eine Pause einlegen und sich von den Anstrengungen der Reise erholen. Heute ist das Harvey House in Barstow ein Museum, das Besuchern einen Einblick in die Geschichte der Eisenbahn und des Westens bietet. Und hier gibt es direkt noch ein Museum, ein Railroad-Museum. Mehr eine Ansammlung alter Loks und Waggons, aber durchaus sehenswert und interessant.
Und dann geht es zurück zur Route 66. Unsere letzte Etappe auf dieser legendären Straße. Heute werden wir Los Angeles erreichen. Genauer gesagt Santa Monica. Aber noch haben wir gut 140 Meilen vor uns. Wieder mal quer durch die Wüste. Gespickt mit einigen Stops, die uns interessieren könnten. Zumindest haben wir sie in unserem Plan stehen. Aber mal abwarten, oder? Wüste, Wüste und nochmal Wüste. Südkalifornien ist da nicht sehr abwechslungsreich. Wer es mag, naja, uns nervt es ein wenig, aber wir wundern uns immer wieder, wo sich die Menschen so ansiedeln. Hier in Hodge zum Beispiel, ursprünglich mal ein Bahnhof und Wüstenstopp an der Route 66. Im Jahr 1952 war Hodge nicht mehr aktiv, aber Ende der 1980er fing man an, hier wieder Häuser zu bauen. Wie viele Menschen hier leben, ist allerdings nicht bekannt. The longer we stay here, our boots get stuck in the mud. Let's pack up a life, baby, and call it a night. 'Cause the longer we stay here, the harder the fight. I said, hey, yeah, 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 call it a start by leaving behind what's breaking our hearts. I said, hey, yeah, 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 follow the spark. Ain't nothing but a one way. We won't regret this. Let's kiss the past goodbye. I'm longing to live this free life I've been hearing about. You will see us howling like wolves in the night. 'Cause nothing is stronger than wanting what you might get. I said, hey, yeah, 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 call it a start by leaving behind what's breaking our hearts. I said, hey, yeah, 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 follow the spark. Ain't nothing but a one way. Ain't no worries, ain't no worries. Don't you worry about a thing. Don't you? Oh, 'cause as long as we're together, home can be a million different things. I said, hey, yeah, 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 call it a start by leaving behind what's breaking our hearts. I said, hey, yeah, 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 follow the spark. Ain't nothing but a one way. Hey, yeah, 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 call it a start by leaving behind what's breaking our hearts. I said, hey, yeah, 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 follow the spark. Ain't nothing but a one way.
we stay here? Our boots get stuck in the mud. Die schlängelt sich jetzt hier so den Berg runter, ne? Ja. Denkt man gar nicht so, ne? Aber die macht Spaß zu fahren. Aber nicht immer nur. Ja. Manchmal geradeaus gucken kannst, ist auch scheiße. Auf Dauer wird es dann langweilig. Ja. Wir kommen nach Hallandale oder Silver Lake. Der Ort hat tatsächlich 2 Namen. Hallandale heißt er aber hauptsächlich bei der US Post. Die Volkszählung nennt ihn halt Silver Lake. Wir halten kurz an der alten Sagebrush Service Station, 1931 erbaut und wohl bis 1970 in Betrieb, wie wir herausfinden konnten. Heute ist es Privatbesitz, aber man darf hier Fotos machen. Für uns ein Zufallsfund, der gar nicht auf unserer Liste stand. 74 Grad. Ja, guck mal, der alte Käfer da hinten. Und ein kurzes Stück weiter kommt eine Attraktion, auf die wir sehr gespannt sind. Die Bottle Tree Ranch, eine Schöpfung des Künstlers Elmer Long, der im Jahr 2000 mit dem Bau der Installation begann, um das Andenken seines Vaters zu ehren und weggeworfene Flaschen zu recyceln. Elmer verstarb leider schon 2019, aber seine Familie erhält diese Besonderheit und man kann sie besichtigen. So. Steht ein Tiger. Ja. Klasse, kleiner Feigling. Kokobiscuit. Oh, guck mal hier. Hier ist eine Rakete. Ja, krass, oder? Wenn man mal nicht weiß, was man mit seinem Leere, mit seinem Nähren an. Ah, guck mal hier. Becks.
Oh, Wir sind wirklich beeindruckt, ein lohnenswerter Stopp an einer sicher einzigartigen Sehenswürdigkeit. Uns ist zumindest nichts Vergleichbares bekannt. Jetzt geradeaus fahren. ja. War auch so der Plan. Und dann geht's weiter durch die Wüste. Aber so langsam kommt auch mal ein grünes Fleckchen und der Verkehr nimmt zu. Wir nähern uns langsam den San Bernardino Mountains und erreichen so auch den südlichen Rand der Mojave-Wüste. Man merkt, dass es hügeliger wird. Das freut uns, denn langsam ist es aber auch gut mit der Wüste. Es wird Zeit für eine andere Landschaft. Ein kurzer Stopp in dem kleinen Örtchen Oro Grande. Die Geschichte reicht tatsächlich bis in die Zeiten des Silberbergbaus im 19. Jahrhundert zurück. Und ab hier geht es plötzlich Schlag auf Schlag. Der Verkehr nimmt immer mehr zu und schon kommen wir nach Victorville. Schon eine ziemlich große Stadt mit Stand 2020 über 130.000 Einwohnern. Und hier gibt es übrigens einen der größten Flugzeugfriedhöfe weltweit. Aber uns interessiert mehr die Route 66 logischerweise. Unser Plan war ein Stopp am California Route 66 Museum im historischen Stadtteil. Soll sehr sehenswert sein, aber wir haben es dann doch lieber bleiben lassen. Der erste Eindruck und so. Ein kurzer Stopp nämlich an einer Tankstelle hat dafür gesorgt, dass wir lieber weitergefahren sind. Bei solch obskuren Gestalten hatten wir ehrlich gesagt Angst, unser Auto aus den Augen zu lassen. Es ist uns nichts passiert, aber kaum, dass wir an der Tankstelle waren, trieben sich irgendwelche Typen auffällig in der Nähe unseres Autos herum. Auf das Museum hatten wir uns zwar sehr gefreut, aber so unsicher wie hier haben wir uns auf der ganzen Reise nicht gefühlt. Wir wollten einfach nur weg. Ab auf die 66 und weiter geht's nach San Bernardino. Victorville ist nichts für uns. Boah, dieses Victorville ist echt. Ja. Sieht schön aus, aber das ist das alte Zeug hier so, ne? Aber nicht, was hier rumrennt. Stell dir mal vor, du nimmst hier ein Hotelzimmer, weißt du das nicht? Ja, weißt du, ich meine? Ja. Du traust ja gar nicht mehr aufs Zimmer zu gehen. Nee. Man merkt, dass wir in die Greater LA Area kommen, der Verkehr wird immer mehr. Langsam aber sicher kommen wir in Richtung San Andreas Verwerfung, liegt so circa zwischen Victorville und San Bernardino. Schon mal davon gehört? Also ein klein wenig mulmig ist uns schon. Einerseits spannend, an einem solchen Ort zu sein, andererseits hoffen wir, nicht allzu viel davon zu spüren. Die San Andreas Verwerfung ist nämlich eine der bekanntesten und seismisch aktivsten geologischen Formationen der Welt.
Sie erstreckt sich über etwa 1300 Kilometer durch Kalifornien und ist für ihre Rolle bei der Entstehung von Erdbeben in der Region bekannt. Die Verwerfung bildet die Grenze zwischen der nordamerikanischen und der pazifischen tektonischen Platte. Das bedeutet, dass sich die Platten horizontal aneinander vorbei bewegen, wobei die nordamerikanische Platte nach Nordwesten und die pazifische Platte nach Südosten drängt. Diese horizontale Verschiebung führt zu einer Anhäufung von Spannung entlang der Verwerfungslinie, die sich schließlich in Form von Erdbeben entlädt. Einige der bedeutendsten Erdbeben in der Geschichte der USA, wie zum Beispiel das große San Francisco-Erdbeben von 1906, wurden durch diese Verwerfung ausgelöst. Gewarnt hatte man uns davor, dass wir etwas bemerken könnten, deshalb waren wir ein wenig sensibilisiert, haben auch mal kurz angehalten, aber wir haben Glück. Nicht ein Beben oder Ruckeln oder Ähnliches haben wir bemerkt. Da wir so etwas nicht kennen, hätten wir anschließend wahrscheinlich neue Hosen gebraucht. Irgendwann 1992 gab es in unserer Gegend mal ein kleines Erdbeben mit der Stärke 6,0, aber das war kurz, einmalig und nicht wirklich prägend. Bis San Bernardino ist es recht unspektakulär. San Bernardino war ursprünglich ein Handelsposten während der spanischen Kolonialzeit. Die Stadt erlebte später während des kalifornischen Goldrausches und des Eisenbahnbaus im 19. Jahrhundert ein Bevölkerungswachstum. Ganz ehrlich, schön ist es hier auch nicht gerade da, wo wir reinfahren. Industriescharm halt. Mal am Rande erwähnt, San Bernardino ist eine der ärmsten Städte in Kalifornien und irgendwie spürt man das auch. Wohl fühlen wir uns hier auch nicht besonders, denn entweder hat die Route 66 hier einen mehr wie merkwürdigen Verlauf oder unser Navi war durch irgendwas abgelenkt. Wir fahren jedenfalls durch Wohngegenden und sind nicht mehr ganz so sicher, ob das alles so richtig ist. Aussteigen möchten wir hier aber nicht unbedingt, um nochmal in Ruhe nachzusehen. Die Gegend macht auf uns nicht gerade einen vertrauenserweckenden Eindruck. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann gefällt uns das südliche Kalifornien immer weniger, je mehr wir Richtung LA kommen. Zumindest was diese Städte hier anbelangt. Aber wir wollen zu einem besonderen Museum. Hier in San Bernardino wurde nämlich das erste McDonald's-Restaurant von den Brüdern Richard und Maurice McDonald gegründet. Das Restaurant wurde am 15. Mai 1940 eröffnet und war zu dieser Zeit ein Drive-In mit dem Namen McDonald's Barbecue. Im Jahr 1948 überarbeiteten die Brüder ihr Geschäftsmodell und führten das heute bekannte Speedy Service System ein, das auf einem effizienten und schnellen Service basiert. Das Menü wurde auf einige Hauptartikel reduziert und das Konzept des schnellen Dienstes, das die Bestellung und Zubereitung von Lebensmitteln beschleunigte, wurde zu einem Erfolgsrezept. Ray Kroc, der später die McDonald's Corporation gründete, erfuhr von dem erfolgreichen Geschäft in San Bernardino und schloss schließlich einen Franchise-Vertrag mit den Brüdern McDonald ab. Das erste von Ray Kroc eröffnete McDonald's war in Des Plaines, Illinois im Jahr 1955. Im Museum erwarten uns eine Ansammlung von allerlei Andenken an alle Jahre des millionenschweren und weltweit bekannten Unternehmens. Es war wirklich nett anzusehen. Wenn man in der Nähe ist, sollte man auf jeden Fall mal halten und reingehen. Vor allem trafen wir hier wieder auf wirklich nette Menschen, die uns viel erklärten und die sich über jeden Besucher freuen. Essen kann man dort allerdings nicht mehr, das sollte man bei der Planung berücksichtigen. Wir halten noch kurz am California Theater, 1928 eröffnet und beherbergt heute noch eine alte Wurlitzer Orgel. War leider geschlossen, aber von außen auch schon sehenswert. Und jetzt sollte es nach Los Angeles gehen. Natürlich über die Route 66, aber ein Blick auf unser Navi hat dann für eine Planänderung gesorgt. Von hier hätten wir noch wenigstens 5 bis 6 Stunden gebraucht. Mittagszeit und der Verkehr war schon immens. Fast die komplette Strecke war rot eingezeichnet. Naja, immerhin sind wir jetzt im LA County, also im Großraum LA. Man merkt es. Also haben wir uns entschlossen, wenigstens ein Stück Interstate zu fahren. Wollten wir eigentlich vermeiden, aber Augen zu und durch. Als auch die Interstate immer voller wurde, sind wir wieder runter. Dann können wir auch die Mother Road weiterfahren. LA lässt sich nicht mehr verleugnen, wir kommen immer näher. Wish
should've loved each other, baby. Oh, what could I have done? Just wanna spend some time together before everything's gone. It's in the air, can't you feel that good times are coming on? California, here I come. Every heartbeat just like a drum. I hear your rhythm, you feel so near. Oh, California, all sense. Herrje, wo diese legendäre Straße überall lang führte, also hier in diesen Gefilden, ist die gute alte Mother Road doch schwer zu finden und so gut wie gar nicht ausgeschildert. Ohne Navi hätten wir wahrscheinlich keine Chance gehabt. Aber die Fahrt durch die kleinen Städte versöhnt uns dann doch erstmal wieder mit Kalifornien. Gepflegte Orte, viel Grün. Ja, da oberhalb von LA, die Städtchen haben schon was. Und sie gehen irgendwie alle ineinander über. Fast wie im Ruhrgebiet, aber doch sehr viel schöner. Wir halten auch gar nicht mehr großartig an. Wir fahren die Route 66 und das reicht uns. So kurz vor dem großen Ziel wollen wir einfach nur noch ankommen. Heute haben wir keine große Lust mehr auf Fahren. It's in the air, can't you feel that good times are coming on? California, all this time. Now I'm at the end of the line. Just another hill to climb. California, then you'll be mine. Und dann warnt das Navi vor dem nächsten Stau. Wir verabschieden uns also von der Route 66 und quer durch Pasadena geht es wieder zur Interstate. Besser ist hier der Verkehr auch erstmal nicht, aber man staut sich unser eins schon hier lang. Irgendwann löst sich das Chaos und es geht zügig weiter. Typisch für LA, wie man uns erklärte. Es sieht schlimmer aus, wie es ist und wie wir es uns vorgestellt haben. Und nachdem wir 2023 mit dem Auto durch die Toskana sind und nur am Rande von Florenz unterwegs waren, wissen wir das hier in LA erst recht zu schätzen.
dann sind wir so schnell in Santa Monica, damit haben wir auch wegen des Verkehrs erst gar nicht gerechnet. Und wir haben fertig. The entire Route 66. Okay, noch nicht ganz. Wir sparen uns die Fahrt zum Santa Monica Pier, den Rest erledigen wir jetzt zu Fuß. Wir gehen erstmal zum offiziellen Ende der Route 66. Von unserem Motel ein schöner Spaziergang durch Santa Monica, knapp 3 Meilen, etwa 1 Stunde. Und dann sind wir da. Lincoln Ecke Olympic, das Ende der historischen Route 66. Und dann geht es zum Abendessen in Mel's Diner. Kult und sehr, sehr gut. Und frisch gestärkt ging es auf das allerletzte Stück unserer Reise. Und dann gab es die offizielle Urkunde der Route 66 Association. Und damit sind wir durch. Die Reise unseres Lebens, voller Erlebnissen, Eindrücken, Augenblicken und wir haben keine Minute bereut, jede Meile genossen. Aber es geht noch weiter. Wenn wir schon hier sind, dann schauen wir uns auch Los Angeles an. Neugierig geworden? Abonniere unseren Kanal und verpasst keinen Tag von der Reise unseres Lebens. Route 66, the trip of a lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass noch einen Daumen da. See you next week.